If you have a brain, you have a bias. Dieser Sinnspruch betont den Sachverhalt, dass wir Menschen nicht umhin können, die Welt verzerrt wahrzunehmen und unsere Urteile subjektiv zu fällen. Wir sind gewissermaßen geborene Mustererkenner und Mustermacher. Und in den meisten Fällen sind kognitive Verzerrungen auch überhaupt kein Problem. Bei Prüfungen allerdings ist es wichtig, dass wir die Prüfungsleistung der Studierenden objektiv bewerten. Daher möchten wir Ihnen mit diesem Video eine Erklärung für Unconscious Biases und 3 Beispiele aus der Prüfungspraxis vorstellen. Abschließend geben wir Ihnen noch Tipps und weitere Ideen für die Prävention mit auf den Weg. Viel Spaß! Unter Unconscious Biases versteht wir, wie der Name es suggeriert, kognitive Verzerrungen der Wahrnehmung, Erinnerung und des Urteilens. Diese passieren unbewusst und automatisch, wie ein Großteil unseres Erlebens automatisiert und unbewusst abläuft. Wir fliegen im Alltag die meiste Zeit im Autopiloten und nehmen diesen Zustand auch als solchen gar nicht erst wahr. Zur Frage nach dem Ursprung von Unconscious Biases lohnt ein Blick in die Phylogenese der Menschheit. Nach dem Modell von Daniel Kahneman, einem israelisch-amerikanischen Psychologen, haben sich im Laufe der Evolution bei uns Menschen 2 distinkte Systeme herausgebildet. Das stammesgeschichtlich jüngere System 2, was viele Philosophen als das Specificum Humanum identifiziert haben, könnten wir auch Vernunft oder rationales Denken nennen. Es findet bewusst und kontrolliert statt, wird motiviert und absichtlich eingesetzt und operiert analytisch logisch. Dieses System trifft Entscheidungen auf der Grundlage von Abwägungen. Es hat jedoch einen Nachteil. Es ist viel zu langsam und kostenaufwendig, um alle unsere Entscheidungen oder Urteile auf diese Weise fällen zu können. Das evolutionär ältere System 1 ist es tatsächlich, was den Großteil unseres alltäglichen Handelns und Entscheidens bestimmt. Wir könnten es auch das intuitive oder emotionale Erfahrungssystem nennen. Es läuft weitestgehend unbewusst und automatisch ab und operiert assoziativ und emotional. Es basiert dabei auf der individuellen Lernerfahrung des Einzelnen und ist schnell und effizient. Allerdings auch sehr verzerrungs- und fehleranfällig. In diesem System 1 sind auch alle Unconscious Biases zu verorten. Die Präventions- oder Lösungsansätze bemühen häufig das System 2. Wir stellen Ihnen nun 3 Biases vor, die in der Prüfungspraxis dazu führen können, 2 Prüflinge nicht nur aufgrund ihrer Leistung unterschiedlich zu bewerten. Der Primacy-Effekt führt dazu, dass der erste Eindruck unser Gesamturteil über eine Prüfung beeinflusst. Wenn beispielsweise ein Prüfling die ersten Aufgaben einer Prüfung sehr gut bearbeitet, kann dadurch vorschnell der Eindruck entstehen, dass er oder sie den gesamten Prüfungsstoff sehr gut beherrscht und auch in den anderen Fragen sehr kompetent antworten wird. Dies kann dazu führen, dass Prüferinnen und Prüfer bei den folgenden Aufgaben über Ungenauigkeiten hinwegsehen. Der Contrast Bias bezeichnet die Verzerrung, die eintreten kann, wenn wir 2 oder mehr Prüflinge unbewusst vergleichen und dann unterschiedlich bewerten. Im Kontext einer mündlichen Prüfung kann es zum Beispiel vorkommen, dass eine Kandidatin sich hervorragend schlägt und einen sehr guten Eindruck beim Prüfer macht. Wenn nun der nächste Prüfling nicht so hervorragend ist, aber immer noch eine gute Leistung bringt, kann es sein, dass der erlebte Kontrast dieser beiden Leistungen den Prüfer dazu bringt, seinen Maßstab unbewusst anzupassen und den zweiten Prüfling schlechter zu bewerten als den ersten. Dieser Bias betrifft nicht exklusiv mündliche Prüfungsformate, aber hier ist er potenziell schwerer auszumachen. Zum Abschluss dieser kleinen Auswahl möchten wir noch einen der vielleicht heikelsten Biases thematisieren: den Blind Spot. Es handelt sich hierbei um den Bias, der Sie nach dem Betrachten dieses Videos befallen kann, nämlich die Illusion, dass Sie durch das Wissen über Biases eben gegen diese Effekte gefeit sind. Dies ist leider nicht der Fall. Unconscious Biases sind potenziell immer wirksam und nur sehr schwer kontrollierbar. Aber es gibt Maßnahmen, die Ihnen dabei helfen, diesen Effekten entgegenzuwirken. Hier sind 2 der wirksamsten Maßnahmen, um mögliche Verzerrungen zu minimieren, egal ob bei schriftlichen oder mündlichen Prüfungen. Die erste Maßnahme lautet, mit möglichst explizierten und wohldefinierten Kriterien bei der Korrektur und Bewertung zu arbeiten.
zum Beispiel mit Hilfe eines Bewertungsrasters. Dieses enthält idealerweise Ankerbeispiele für vollständig richtige, teilweise richtige und scheinbar richtige, aber eigentlich falsche Antworten. Diesen Katalog können Sie auch im Laufe einer Korrektursession dynamisch erweitern und in Echtzeit mit den anderen Korrektorinnen teilen. Stichwort geteiltes Korrigieren. Wenn Sie es sich einrichten können, dann ziehen Sie möglichst einen Kollegen, eine Kollegin bei der Korrektur hinzu. Das Vier-Augen-Prinzip minimiert zusätzlich subjektive Effekte und blinde Flecken. Bei schriftlichen Prüfungen können Sie kognitiven Verzerrungen zum Beispiel dadurch vorbeugen, dass Sie eine Klausur nicht von der ersten bis zur letzten Aufgabe am Stück korrigieren, sondern zuerst bei allen Klausuren dieselbe Aufgabe bewerten, bevor die nächste Aufgabe an der Reihe ist. Idealerweise teilen Sie die Korrektur der Aufgaben einer Klausur unter mehreren Kolleginnen auf. So können Sie vermeiden, dass die Beantwortung einer oder mehrerer Fragen die Bewertung der anderen Fragen beeinflusst. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video dabei hilft, Ihre Prüfungen noch objektiver und noch fairer zu gestalten. Für Ihre individuelle Prüfungssituation besprechen wir gerne mit Ihnen zusammen weitere Ideen. Und im Kommentarfeld finden Sie noch einen Link zum Cognitive Bias Index sowie eine von uns kurierte Liste mit den typischen Verzerrungen in Prüfungssituationen. Wir wünschen Ihnen für Ihre Prüfungen viel Erfolg und machen Sie es gut.